Tagchen! Guten Morgen, hallo. Heute machen wir mal was nicht unbedingt notwendig ist an Aber einem Hossa, Bretter. natürlich ist es notwendig. Ist notwendig? Aber jeder braucht Ölinsdämpfer. Unbedingt, Alter. Ja, also wir bauen ein bisschen was Gelb-Goldenes heute ein aus Schweden. Das ist definitiv der beste aller Dämpfer. Dass es die schon gibt, für die ist abgefahren, das liegt am asiatischen Markt, definitiv. Ja. Da seht ihr, wie groß das Ding schon in dem asiatischen Markt eingeschlagen ist. Die Lambretta allgemein als Marke. Und? Dass es da schon Ölins gibt. Und interessant, wird geliefert mit ABE für die Lambretta. Großartig. Also braucht ihr nicht eintragen lassen. ABE ist mit dabei, eine KBA-Nummer ist drauf auf den Stoßdämpfern, also zugelassen für die Lambretta. Warum ich die jetzt hier anbaue, ist jetzt nicht nur Luxus, sondern ich muss es machen, weil ich ein Bandscheibenproblem habe und von daher ist für mich die optimale und beste Federung notwendig für die lange Tour. Und da dachte ich, gönne ich mir mal was und mache ein bisschen was Gelbes rein. Gibt's ja auch für die Vespa, die Dinger. Genau. Zum Thema ABE noch ganz kurz. ABEs gelten immer nur im Verbund mit dem Original. Also einfach mal jetzt ganz kleinlich, ja, mal ganz kleinlich. Nehmen wir mal wieder die Vespa, da fahre ich ja auch Ölins, die haben eine ABE bei meiner 300er, die haben eine ABE, aber ich fahre gleichzeitig 13 Zoll. Das heißt, ich habe eine komplette Veränderung. Dazu habe ich noch eine andere Bremsanlage, noch mehr Veränderung. Dann gilt die ABE nicht mehr. Also nur wenn Originalzustand ist. Es wird dann eingetragen, problemlos, aber es muss eingetragen werden als 21er. Das ist eine Einzelabnahme dann. Es muss eingetragen werden. Ist aber kein Problem, weil du hast ja eine ABE, nur der Verbund. Die ABE gilt immer nur, für dieses Teil baust du ein in ein Originalfahrzeug und das war's. Und super jetzt geil. einstellbare Stoßdämpfer in Zugstufe hier unten, Druckstufe, und hier oben ist so eine kleine Schraube für die Zugstufe, Federvorspannung stufenlos. Sollte man also dann perfekt auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen können. Bin ich schon sehr gespannt. Fahrtest kommt dann später, berichte ich euch. Wir bauen sie heute erstmal ein. Gut, also, um die Dinger einzubauen, auch relativ easy peasy, Backen ab. Und dann kommt man überall Genau, rein. als erstes Blinkerkabel weg hier, ganz klar. Es ist auch eine Einbauanleitung dabei. Ist dabei. Braucht kein echt, ist das ja der Ist Wahnsinn. tatsächlich dabei. Ja, na gut, für den Preis. Die besagt, Und dass ey, man ist das der Paarpreis 1100, was du gesagt hast? 1100 ist Der fürs Paar. Paarpreis. Genau. 1100 kostet der Single-Dämpfer bei der GTS vorne. Oh. Schalling! So. So. Hier gibt es auch ein Ölin-Set für vorne tatsächlich. Kostet dann nochmal 1200. Das habe ich mir jetzt gespart, weil, Geizhals. ja, Geizhals. vorne hätte man sie wenigstens Was schön für ein gesehen. Geizhals, das gibt's ja gar nicht. Ja, gut, dass die Backen relativ leicht abgehen, ne? Mit 3 Schrauben und weg sind sie. 3 Schrauben, ein Stecker und du hast den in der Hand. So, naja, die kann man auch hier drinnen lassen. Mach ich ja immer so klunk. So eine Sachen machen dir eher Spaß als andere, ne? Sehen. Stoßdämpfer ist Außerdem, sowieso- heute machen wir nur Sachen, die nicht dreckig sind. Ja, Deswegen stimmt. habe ich auch keinen Bock, mich umzuziehen. Ah ja, heute ein Ausgangsdress mit weißen Schuhen. Inno. Natürlich Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Da ist er. Fixo, ne? Flonko. Ich habe natürlich gleich mal hier gegoogelt, wie man die Dinger richtig einstellt. Ist ja eine halbe Wissenschaft, ne? Mit dem Säck draufsetzen. Ist immer eine Wissenschaft bei allen. Also wirklich Das ist wohl bei das allen. Wichtigste, erstmal dieses Einsinkverhalten zu messen. Erstmal ist das Allerwichtigste, die Dinger mal 50 Kilometer zu fahren, ohne irgendwas zu machen. Ja, stimmt. Weil auch die sind wie ein Motor neu. Da drin das ist ja nicht die Feder, sondern da drin sind Innen ja auch drin das Dämpfer, Öl und so, ne? Öl, was durch kleine Genau. Mini-Bohrungen läuft. Das muss ich auch mal eintüseln. Also Ja. da immer 50 bis 100 Kilometer fahren, bevor man mal anfängt, daran rumzubasteln. So, klomp. Und immer Seite für Seite, weil dann sackt euch das nicht ab. Klar kann man beide auf einmal machen, aber das ist ja albern, wenn man das alleine macht, immer Seite für genau. Seite. So. Lose, lose Und weg. und weg. So, jetzt lassen wir das mal kurz hier liegen. Das ist schon eine Schönheit. Das ne? das ist mechanische Poetrie. Mechanical Poetry. Super die schön. sehen schon toll aus. Super schön, ey. Ist der Kracher. Was man so schön findet, oder? Super schön. Haben wir. Ich hätte sie auch einen Meter runterlassen können. Ja. Aber das wäre langweilig.
So, die kriegen 50 Newtonmeter. 50 Newton. Ja. Ziehen wir nachher nochmal mit dem Drehmomentschlüssel nach. Selbstverständlich. Aber zum Vorziehen reicht es erstmal. Selbstverständlich. So, also Bombe. Entscheidung ist gefallen. Ich fahre doch ohne Seitenbacker. Ja, was? Will ich auch sagen. Super schick. Hübsch, ne? Super schick. Aber wie gesagt, geht ja nicht nur um Schönheit, sondern die machen auch wirklich Okay, was. Backe wieder ran, andere Wieder Seite. ran, andere Na? Seite. Einer der Zuschauer hat gesagt, Mensch, nehmt doch Silikonspray, das funktioniert gut. Pflegt man gleich die Gummis. Hat er ja auch recht. Machen wir jetzt auch. Danke für den Hinweis. So. Schmiert nicht so. Das ist eigentlich der Kern. Ja, sag mal, sich die Schmiere und das Nicht Putzen so. dann. Nein, genau, jetzt schmiert nicht ganz so. So, Und riecht gut. ist Presto. Das ist echt das Thema wie bei den Oldies, weißt du? Ja, ja, Hast du kennt mal man gucken, auch was von mit dem früher, Gummi ne? und Dass der Gummi richtig ja, sitzt. jetzt der Onk. Also man hat auch hier für alle Puristen und bisschen Oldtimer-Fans Retro-Feeling, Ein ne? bisschen Retro-Feeling bleibt einfach übrig. Genau. Also rein optisch, guckt mal hin, sieht das so Das ist, Oberhammer aus. das ist Ein Custom. bisschen schade, also man müsste jetzt, also jetzt krieg ich schon wieder Jucken in den Fingern, weil jetzt hier vorne, wenn ich mir das vorstelle, hier auch noch Ölins dran. Das ist Custom. Oh, das ist dann wirklich Custom, das sieht dann Hammer aus. Ne? Alter, super geil. Ja, nein, ist schon toll. Also kann man sagen, so ein Bild ist schon toll. Die Frage ist, Ölins braucht man es. Reicht nicht BGM, wenn es die gäbe. Ja. Bei Vespa gibt es die ja. Und muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, der BGM-Dämpfer kostet was, 3,50 vorne ja. oder so. Da kriegst du vorne und hinten der für denselben Ölins, Preis, der ja. Ölins kosten 1000 vorne, 1200. Also wir nehmen jetzt mal die Vespa, der eine. Er ist aber nicht dreimal so gut. Ja. Zumindest nicht im normalen Alltagsbetrieb. Ja. Wie gesagt, das mag auf der Strecke alles anders sein. Das ist aber ein bisschen Liebhaberei. Ne? er ist besser, also die Kunden, die so ein Ding haben, sagen auch, und das ist ja auch richtig so, weißt du, ich meine, der muss besser sein und das muss dir auch ein bisschen auffallen, muss es dir auch und alles gut. Also es sind schon geile Dämpfer, definitiv. Klonk. Zack. Siehst du hier, das ist so ein Stecker, so ein eckiger und da hast du hier so einen kleinen, Muss man so ein Ding reindrücken. musst du ein bisschen irgendwie, ne? hier, guck mal, da siehst du, den musst du ein bisschen reindrücken. Ah ja, und dann Weil geht da er sind die leicht raus. Widerhaken und dann geht er raus. So, hier ist der 9,5 Liter Tank, schön an der Seite verbaut. Kriegt Also man das auch ist schön cool, wenn leicht du den raus, mal... ne? Also aber gut, warum muss man den wechseln? Was aber trotzdem geil ist, Wo ist denn hier die Pumpe? wenn du hier das Benzinpumpe? Benzinpumpenproblem hast, Ah, da kommst du der Backe Bonus. ab, hüt, Bonus ran, ne? Bei Vespa schon super. problematischer. Ne? Da ist es ja so hier hinten Ja, ja. eingelassen in die Karosserie. Du musst wirklich den Motor absenken. Da hast du echt zu tun. Und hier, Flipp. fertig. Ja, dafür nehme ich bei einer 300er wechsle ich 3 Kerzen in der Zeit, wo ich hier eine gewechselt habe. Das stimmt allerdings, ja. Ja. So. Heute ist die Anziehungskraft ein bisschen stärker. Ja. Erdanziehungskraftstag. So. Ja, aber die BGMs passen auch ohne Scheibe und Gedöns. Da war das nicht früher mit diesen dünnen Plättchen noch? Das weißt ist du noch? vorne, bei der Vorne, ne, die diese- Gabelaufnahme bei Vespa. Genau, da war doch Das mal ist- mit den Plättchen zwischen Fingern. Ja, das war ja ja. auch so ein bisschen. Das hast du immer noch. Und das ist halt der Fertigungstoleranz von der Aufnahme geschuldet, die Vespa da verwendet. So, wenn ihr es euch ein bisschen einfacher machen wollt, dann nehmt diesen Schmutzlappen hier raus. Ja, das Genau, sind 2 die Schrauben, 2 Schrauben, da. kommt man noch ein Dann bisschen besser sieht ran. man es ein bisschen besser. Also wer schon mehr Schraubererfahrung hat, fühlt es auch all gut. So. Guck mal, man kann immer gut sehen, wie sie sitzt. Ja, Also jetzt sitzt sie sie muss noch noch nicht, weiter ja. nach da, ne? Weil dann hat man hinten mit dem kleinen Löchlein, wo sie hinten am Rahmen verschraubt ist, weniger Probleme. Wenn es sitzt, dann kriegt man die relativ gut rein. Wenn es nicht richtig sitzt, dann hat man ein Problem. Aber daran merkt man halt auch, ob es gut sitzt oder nicht. Den Test, Klingen, Zündung an, Blinker zur anderen Seite und Und blinkt. blinkt. Wunderbar. Funktioniert alles. Okay, aus, fertig. So, jetzt haben wir die Backen dran.
Und das ist jetzt theoretisch alles, was man sieht, also nur die goldenen Ausgleichsbehälter mit dem Gas drin. So, und so sieht das Ganze jetzt von hinten aus. Okay, dann würde ich mal sagen, fahre ich mal ein kleines Stück. Ich habe mir extra eine Strecke rausgesucht, die jetzt nicht so perfekt von der Straßenbeschaffenheit ist. So, jetzt kann ich ja gleich mal hier so ein bisschen von der Straße runter. Ich werde euch nachher, wenn ich stehe, mal ein detailliertes Feedback geben. So, hier sind jetzt im Teer so etwas kleinere Unebenheiten. Und das Erstaunliche ist, man merkt jetzt auch wirklich einen Unterschied zwischen vorne und hinten. Das hat man vorher nicht gemerkt. So, hier geht es jetzt mal auf eine richtig schöne Kopfsteinstrecke. Und das ist natürlich jetzt der beste Test, den man machen kann. Okay. Fühlt sich richtig gut an hinten. Okay, kurze Testfahrt erstmal vorbei. Ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter. Ich schilder euch erstmal meine ersten Eindrücke. Ach so, weil ich hier gerade so rumhantiere. Ich habe neue Handschuhe mir mal gegönnt. Und zwar von Pandomoto. Super coole Handschuhe. Die sind hier oben mit so ein bisschen Stoff besetzt, sodass die ein bisschen im Sommer die Luft durchlassen. Und innen drin natürlich Handballen und so, alles schön mit Leder. Also richtig gute Handschuhe. Packe ich euch mal unten rein den Link. Kann ich sehr empfehlen. Oben ein bisschen luftig, kommt Wind dran. Innen drin schön stabil und sehen auch ziemlich cool aus. Also Pandomoto, meine neuen Handschuhe, wahrscheinlich für die Reise dann. Erster Fahreindruck, definitiv ein riesen Unterschied. Es ist jetzt nicht weicher im Sinne von, man hat jetzt eine Sänfte. Es ist nach wie vor ein Roller, es ist nach wie vor eine Lambretta mit 12 Zoll Rädern, hat man bei Vespa auch. Aber die Qualität, wie jetzt die Federung arbeitet, ist deutlich besser. Die Federwege sind ja dieselben wie vorher, aber die Art und Weise, wie es die Stöße abfedert und auch auf Kopfsteinpflaster oder auf Straßen, die jetzt nicht so glatt sind, merkt man, dass diese kleinen Unebenheiten, und das sind die Sachen, die meisten stören, total weggefiltert werden. Und das ist das, was ich erreichen wollte. Ich muss dazu sagen, das Fahrwerk von der Lambretta ist schon sehr gut, von Serie. Also jemand, der jetzt keine Bandscheibenproblematik hat, wie ich, denn das ist der Grund, warum ich das mache, der ist mit dem Serienfahrwerk absolut fein, weil das ist ja auch eine Rieseninvestition. Ich habe es deshalb gemacht, weil ich halt ein paar Wochen unterwegs bin und wenn dann mein Rücken schlapp macht, dann ist die Reise ganz schnell vorbei. Und von daher war diese Investition für mich jetzt persönlich wichtig und ich merke halt, hinten bringt's wirklich was. Jetzt kann ich da natürlich auch noch ein bisschen einstellen. Ich kann an der Druckstufe was einstellen, an der Zugstufe, Federvorspannung. Das muss ich dann später, wenn Gepäck fertig gepackt ist, dann noch mal ein bisschen austesten. Aber so vom ersten Eindruck definitiv viel besser, viel bessere Qualität beim Einfedern. Straßenlage super. Also das Ding liegt nach wie vor 1A auf der Straße. Es gibt nur einen großen Nachteil und der ist jetzt die vordere Federung. Man merkt jetzt wirklich echt deutlichen Unterschied. Wenn ich jetzt hier so auf Kopfsteinpflaster fahre, hinten relativ sanft wird das alles abgefedert und vorne merkt man, es ist ein bisschen knochig. Klar, das sind jetzt keine High-End-Stoßdämpfer wie Öhlins. Die kosten halt auch relativ viel. Ich glaube vorne 1150, hinten 1100. Ist man also ohne Einbau mit 2200 Euro dabei. Das ist natürlich brutal viel. Das ist an sich was für Sportmotorräder, für Leute, die Rennen fahren oder wirklich jetzt das perfekte Fahrwerk wollen. Ich habe es auch wirklich nur deshalb gemacht, weil ich halt diese Rückenproblematik habe. Und ich merke das halt leider, wenn ich halt längere Strecken fahre, doch extrem in meinen Bandscheiben. Und daher geht bei mir Gesundheit vor. Da investiere ich dann lieber ein bisschen und hinten wirklich top. Jetzt komme ich natürlich in die Situation, dass ich sage, okay, jetzt will ich die vorne natürlich auch haben. Also ich werde wahrscheinlich dann doch den Weg gehen und mir die vorderen Öhlins auch bestellen, sodass ich dann das komplette Fahrwerk von Öhlins habe. Das sollte dann das Optimum sein, was man aus diesem Fahrwerk dann rausholen kann. Und dann habe ich für meine Reise auf jeden Fall meine Bandscheiben ein bisschen geschont. Also kann ich nur empfehlen, wer das Beste sich einbauen will, probiert's aus. Gibt's ja auch für die Vespa. Es ist sehr teuer. Ja, kann man nichts sagen. Muss man sich wirklich entscheiden, ob man es haben will. Ja, jetzt ist Enzo fast bereit für die Reise. Es fehlen noch 2 ganz kleine Sachen, die noch rankommen. Aber das Fahrwerk auf jeden Fall ein super Upgrade. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Fahrt vorsichtig. Bis dann, macht's gut und ciao.